4. November, willkommen auf unserer Baustelle. Die Wände sind drin, inklusive schon Tapete und gestrichen, damit ich alles montieren kann und hinterher nicht wieder extra Arbeit ist. Der Ofen steht, Kessel besser gesagt, Multifunktionskessel. Morgen ist früh aufs Dach, morgen soll es ein bisschen wärmer werden draußen, 0 Grad. Deswegen mache ich morgen den Durchbruch, das letzte Stück Meterrohr. 1 Meter muss eingefügt werden, dann ist der Schornstein komplett. Bloß Blechblende und Deckenabhängung mache ich provisorisch, dass es erstmal funktioniert mit Wärmedämmung oben. Ja, das Hauptrohr in die Zimmer, die noch saniert werden müssen, ist fertig nach links, natürlich abgesperrt. Das große wird dann der Anschluss zum Teplo-Akkumulator, das kleine sind die Ausdehngefäße. Den Entlüfter ist auch dabei. Das haben wir geschafft. Morgen kommen die beiden Dinger an die Wand, die Ausdehngefäße. Inklusive kommt der Teplo-Akkumulator, sprich Wärmespeicher, morgen auf seinen Platz. Na, guten Tag, Mr. Odin. Danke fürs Lächeln. Ja, da habe ich mir extra eine Schablone machen müssen, weil ich unten an die Schraubabschlüsse nicht rankomme und die nicht finde, die nicht markieren kann, weil die unregelmäßig sind. Die Haltelaschen sind so unregelmäßig angeschweißt, kein Standardmaß, dass ich mir morgen eine Bohrschablone mache, die ja schon steht. Dann wird angezeichnet auf dem Fußboden, dann kommen Stehbolzen rein, 3 Stück mit Erdungsanschluss und dann kann ich den morgen montieren. Also es ist ein bisschen was geworden, sieht noch ein bisschen wüst aus in der Ecke hier, wo mein Werkzeug steht. Aber ansonsten im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, was wir die letzten Tage geschafft haben. So, jetzt gehen wir mal ein Stück weiter weg. Ich denke, man kann es erkennen, wie es werden soll. War ein hartes Stück Arbeit. Und die nächsten Videosequenzen mache ich dann, wenn der Ofen dann fertig angeschlossen ist und der Wärmespeicher und das System kurz vor der Inbetriebnahme steht. Bis zum nächsten, euer Matze aus Sibirien. November am Abend. Ein Großteil der Anlage ist fertig. Den elektrischen Heizer habe ich hier links an die Holzwand, an den Holzbalken gesetzt, speziell, weil der nur für den Notheizbetrieb ist. Als Wärmeisolierung haben wir hinten eine feuerfeste Platte, damit nichts schief geht. Mit Bypass, der momentan aktiv ist, da das Kabel noch nicht angeschlossen ist. Das geht noch nicht, natürlich auch mit Entlüftung. Die Rohre gehen hier runter, hinter dem Ofen vorbei. Noch nicht ganz fertig, das wird morgen früh fertiggestellt. Die letzten Verbindungen, die geht dann hier rein, über den Holzheizkessel. Und die linke geht dann hier hoch zum Teplo-Akkumulator, sprich Wärmespeicher. Natürlich musste ich hier oben noch mal was demontieren. Ich hatte den Druckanzeiger und Temperaturanzeiger vergessen einzubauen. Den werde ich dann morgen hier dazwischen montieren. Ist egal, sieht doch nicht so schön aus, aber er bekommt seinen Platz. Alles andere ist soweit fertig, bis auf den Anschluss für die Schutzgruppe. Dafür habe ich dann speziell auch noch hier eine Ablassvorrichtung bei Überdruck. Und wenn man die Behälter tauschen muss, kann man absperren und das überschüssige Wasser ablassen. Und das wird dann hier unten verbunden, wo Katze Fenja sitzt und Kontrolle macht. Und dann morgen Abend ist, denke ich, die Anlage soweit fertig. Morgen Vormittag um 10 Uhr kriege ich Hilfe für die Heizkörper. Und dann denke ich, in 2 Tagen machen wir Probebetrieb. Bis zum nächsten. 12. November, guten Morgen, was kostet die Welt? Kurz davor auf dem Weg zum Kindergarten hatten wir aktuell minus 25 in der Anzeige. Jetzt ist es schon etwas wärmer, minus 23 Grad. Ich sage nur arschkalt. Herzliche Grüße aus Sibirien.
12. November, früh am Morgen. Ich hatte gestern ein kurzes Video gemacht und das schon mal jemanden Probe geschickt zum Anschauen. Dann wurde ich doch gebeten, bitte erkläre mal warum. Okay, wir machen es nochmal ganz anders. Wir fangen hier an mit dem elektrischen Heizer. Das ist ein elektrisches Notheizsystem. Und für den Fall, wenn wir abwesend sind, zum Beispiel im Winterurlaub fahren, dass uns die Anlage und das Haus nicht einfriert. Da haben wir hier 6 kW, 3 Phasen und ein Temperaturrädchen zum Einstellen. Warum habe ich das mit den lösbaren Verbindungen gemacht? Ja, die Dinger haben nicht unbedingt die Qualität, dass die nur 10 Jahre halten. 4, 5 Jahre maximal, dann schmeißt sie weg, dann kaufst du neu. So. Dann warum dieses Wirrwarr von Rohren? Ganz einfach. Wir kommen von hier unten vom Heizkessel, gehen hier in den elektrischen Heizer, kommen hier oben raus, Entlüftung, gehen hier zurück über die Leitung rechts zum Wärmespeicher. Und dazwischen ist noch ein Bypass. Damit, wenn man das Ding ausbauen muss, man absperren kann, Bypass auf und das System funktioniert weiter. Jetzt ist der Bypass aktiv gestellt, weil die Elektrik immer noch nicht fertig ist. Ich warte immer noch auf Rossetti und wir haben immer noch nicht den neuen Anschluss. Deswegen kann ich den noch nicht in Betrieb nehmen. Ich mache die Kabel erst dann, wenn das neue System fertig ist. Die paar Kabel gezogen von der Hauptversorgung sind schnell gemacht. So, dann gehen wir hier weiter runter, wie schon gesagt. Das Röhrchen kommt dann zum Kessel. Jetzt schauen wir uns den Kessel an. Der Kessel hat auch einen Bypass. Das heißt, wir kommen unten aus dem Wärmespeicher raus, über die Pumpe, hoch, hier rein unten in den Kessel, kommen oben raus, gehen zurück und gehen zum elektrischen Heizer. Wieder der Bypass. Der ist jetzt zu, der Ofen wird betrieben werden. Hier haben wir die Ansaugpumpe, der Rücklauf von der Heizung. Der praktisch, ja, ich hatte keinen Platz, ich wusste nicht wohin. An die Wand hochkant wollte ich es auch nicht, weil zu groß, zu viel. Also auf dem Fußboden, hier kommt sowieso Küchenzeile hin, es wird dann alles verschwunden sein. Das wird man nicht mehr sehen. Und eine Heizkörperverkleidung, da stört das nicht. Hier haben wir noch in Ablauf. Das ist ein Ablauf, das ist keine Druckleitung. Das kommt dann von da oben, von dem Absperrhahn, wo man Überdruck ablassen kann, manuell. Da die aus den Gefäßen auch gerne mal den Geist aufgeben, nach ein paar Jahren. Natürlich auch mit flexiblen Verbindungen, also mit diesen lösbaren Verbindungen. Oben mit Absperrhahn und hier mit auf Deutsch Entwässerung, was ich dann hier noch anschließen werde. Ja, warum habe ich das wieder rausgenommen? Ganz einfach, ich hatte am Anfang das Teil woanders geplant. Und zwar hier. Dann sagte meine Frau aber, unser kleiner Michael spielt doch so gerne überall dran rum. Bau es woanders ein, höher. Naja. Das war eigentlich schon fertig. Da habe ich es nochmal durchgetrennt. Da werde ich die Druckanzeige und die Temperaturanzeige einfach hier oben einbauen und fertig ist das. Damit es außer Reichweite ist von meinem kleinen Michael, der so technisch interessiert ist, der immer alles befummeln muss und alles testen muss. Ja, das sind so die gröbsten Dinge. Hier haben wir noch den Überdruck. Wie heißt das? Die Überdruckschutzgarnitur. Die wird natürlich dann auch an die Kanalisation, jetzt habe ich wieder das Wort, deutsches Wort. Von hier geht es dann praktisch hier rüber, wird mit dem verbunden mit dem T-Stück und geht dann runter. Das ist Kanalisation zukünftig, weil ich hatte kein anderes Rohr mehr, aber für den Zweck reicht's. Und da ist das sehr komfortabel gelöst und ich denke, es wird funktionieren. So die Götter wollen, ist alles dicht. Heute kommen die Heizkörper, also die sind ja schon da, aber mir helfen ein paar Kumpels, die rein zu transportieren.
Und dann heute schon Montageheizkörper. Ja, und alles gut geht. In 3 Tagen das erste Mal Probe feuern, weil ich will noch eine Druckprüfung machen. Zuerst nur kaltes Wasser auffüllen, ohne Druck. Und dann den Druck langsam steigern und alle Schweißungen Stück für Stück kontrollieren, was ich gemacht habe. Damit nicht wieder irgendwas schief geht, weil ich traue der Qualität hier nicht mehr so über den Weg. So, das war's. Gemacht haben wir viel. Ich konnte die Tage keine weiteren Videos machen. Ich brauchte mal wirklich die Zeit zum Bauen. Und jetzt trinke ich noch einen Kaffee und warte auf meine Freunde, die mir helfen wollen. Bis später. So, noch ein kurzes Video. Meine Kumpels waren gerade da. 4 Mann waren wir zusammen. Und die Heizkörper liegen da. Natürlich tiefgefroren. Bei minus 26 Grad draußen aktuell die Nacht. Jetzt haben wir nur noch 22 minus. Abtauen lassen, sauber machen und alle Anschlüsse neu eindichten. Die müssen alle auf eine Seite und die haben jetzt einmal hier rein und da hinten raus. Deswegen abtauen, sauber machen und dann die Anschlüsse umbauen und dann kann ich sie montieren. Das wird noch eine Freude werden, aber ich habe gestaunt, meine Kumpels waren pünktlicher als Deutsche, 15 Minuten vor der Zeit. Sagt man, ist das Deutschen Pünktlichkeit. Naja, finde ich cool. Manchmal klappt was richtig gut.